Prayer. Wir haben eines der wichtigsten Panels, nämlich den Geburtenkollaps, der jetzt ansteht. Und zu meiner Rechten und Linken sind meine Panel-Teilnehmer. Ich würde ganz kurz Folgendes vorschlagen. Jeder sagt ganz kurz, wer er ist, von wo er kommt und warum ihm das wichtig ist, beziehungsweise was das Ziel der heutigen Diskussion ist. Ich fange mal mit dir, Gabriel, an. Gabriel, stell dich vor und was erwartest du von der heutigen Diskussion? Ich bin Gabriel Kositzki, CEO und Gründer von Pream. Ich habe heute alle hier geladen, deshalb ist das Thema mir auch mega wichtig, weil wir reden ja seit jetzt ungefähr 2-3 Jahren über Stranded Assets. Aber aus unserer Sicht gibt es ein viel größeres Problem in den nächsten Jahren, die auch unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand in Deutschland betrifft, sondern nämlich der Geburtenkollaps. Wir werden immer älter, wir werden immer unproduktiver laut unseren Zahlen und wir müssen dagegen ankämpfen. Das heißt, wir müssen verstehen, wo werden eventuell Stranded Locations stattfinden. Also welche Städte könnten aussterben, welche Städte könnten dazu führen, dass wir ein Umdenken haben müssen in den Investitionskriterien von bestimmten Standorten. Und deshalb ist es heute wichtig zu verstehen, dass wir auch mal global Geoebenen betrachten und nicht nur immer die Property an sich. Ja, also vom Asset zum Standort. Ich gehe gleich weiter zu dir, lieber Carsten. Carsten, stell dich kurz vor und wenn du dann auch die Frage beantwortest, warum ist dir das Thema und unsere Diskussion heute so wichtig? Sehr schön. Mein Name ist Carsten Rieckhoff. Gerne etwas lauter. Mein Name ist Carsten Rieckhoff. Ich arbeite bei der Hanse Merkur Grundvermögen und wir sind ein Asset Manager und beschäftigen uns ganz intensiv mit dem Thema Wohnen und mit dem Thema Büro. Und da spielt das Thema Demografie in all seinen Facetten natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber wenn wir gerade eben so von Produktivität gesprochen haben, Gabriel, Thomas und ich, wir haben jeweils schon 2-mal uns reproduziert. Hast du das auch schon geschafft? Noch nicht. Na, da wird es vielleicht Zeit. Und damit gebe ich an Thomas weiter. Thomas, stellst du dich bitte auch kurz vor. Warum ist dir das Thema der heutigen Diskussion so wichtig? Ja, Thomas Baelle Catella. Wichtig deswegen, es ist mein 23. Versuch, innerhalb der 23. Expo den Megatrend Demografie mal greifbar zu machen. Sehr gut. Damit kommen wir auch gleich zum ersten Stichpunkt, Demografie. Ich habe so eine schlimme Zahl im Raum gehört, dass es ein Jahr gab, irgendwann, da gab es 1,6 Millionen Geburten. 1,36. 1,36 Millionen Geburten und seitdem geht es stetig runter. Carsten, ich gebe das mal an dich weiter. Ab wann erwarten wir eigentlich Auswirkungen auf die Wirtschaft und was passiert dann? Also Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten wir tendenziell schon Mitte, Ende dieses Jahrzehnts, weil einfach die geburtenstarken Jahrgänge jetzt nach und nach in Rente gehen. Und nach in Rente gehen heißt, man muss sich das einfach mal vorstellen. Jahrgang 1964 1,36 Millionen Geburten und 1970 waren es noch 800.000. Und das hat sich nicht wirklich verändert in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, irgendwann geht meine Generation und die Generation vielleicht 60 plus jetzt in Rente und es sind einfach nicht mehr genügend Leute da, um das wieder auffangen zu können. Auffangen im Bereich Arbeit, aber auffangen auch, wenn ich jetzt auf dich, Thomas, gucke, im Bereich Wohnen. Was heißt denn das eigentlich konkret, wenn du das analysierst? Haben wir doch genug Wohnungen? Also wir haben genügend Wohnungen, also überhaupt keine Frage, ganz knallhart. Wir haben mehr leerstehende Wohnungen, als gesucht werden, mal ganz banal. Aber natürlich geografisch ein bisschen kurios verteilt im Raum. Keiner möchte dorthin, wo es ist. Deswegen die Frage ernsthaft zu beantworten. Die Nachfrage nach Wohnungen wird sich auch die nächsten Jahre sukzessive verändern, im positiven Sinn. Das heißt, Nachfrage übersteigt. Aber die Frage ist, wo? Wir beide kommen gerade aus dem Panel, das kann man mal einfließen lassen. Wir haben gelernt, dass ältere Menschen aus Städten ziehen. Es sind meistens die Witwen, also wir reden von 80 plus, die sich das Leben in der Stadt in einer 3-Zimmer-Wohnung nicht mehr leisten können, ziehen in den ländlichen Raum, damit die nachrücken und sich breit machen und irgendwann mal zeugen. Jetzt mal natürlich locker formuliert. Also das heißt, man darf nicht erwarten, dass sich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre strukturell was ändert. Denn wenn wir von dem Geburtenkollaps reden, dann reden wir am Ende des Tages von einer Kohorte, die geht auf 15 Jahre, bevor sie messbar wird. Also alles, was wir heute reden, das sind wir beide schon weg. Josef, du vielleicht auch. Also wir sind noch auf dem Planeten, um Gottes Willen, hoffentlich, ja. Aber wir sind nicht mehr die Frage ist nur, wo sind wir dann? Sind wir in der Stadt und verteidigen mit Klauen das, was wir erarbeitet haben, auf 140 Quadratmetern pro Kopf? Oder verkleinern wir uns freiwillig, Klammer auf, was keiner freiwillig macht, Klammer zu. Also deswegen ist es hochspannend zu sehen und man muss unterstellen, auch Bashing die Politik nicht so betreiben. Die können zwar die Weichen stellen, aber bevor es messbar sein wird in einer gewissen Balance von dem Wohnimmobilienmarkt, da redet man von einer Generation mal ganz locker. Und das ist natürlich dramatisch, wenn man es aus heutigem Blickwinkel sieht.
Gabriel, das, was Thomas jetzt gerade eben gesagt hat, er hat dreimal das Wort messbar und Messbarkeit genannt. Damit kommen wir direkt zu dir. Wie kann man das messen? Wie kann man da Modelle generieren? Wie kann man das digital mit KI machen? Wir können mal kurz so ein kleines Modell mal aufzeigen. Wir haben versucht mal abzubilden anhand eines Modells darüber zu verstehen, wo werden wir älter und wo werden wir jünger. Das heißt, die Karte, die hier... Kann jeder die Karte sehen hier im Publikum? Super. Das ist nämlich relevant jetzt. Die Karte, die wir hier sehen, basiert auf mehreren Punkten. Springt die oder springt die nicht? Okay, die springt nicht. Aber erklär erst mal, was. Ja, jetzt springt sie. Jetzt springt die. Wir sehen sozusagen die Veränderungen, die in den nächsten 10, 15 Jahren, 20 Jahren zu heute stattfinden. Das heißt, wir haben in bestimmten Gebieten, vor allem in den neuen Bundesländern, einen demografischen Wandel, der immer deutlich älter wird und dadurch auch die produktive Leistung in diesem Bereich auch abfallen kann. Das heißt, wir sind auch angewiesen in dem Bereich auch, dass wir dort auch aktive Zuwanderungspolitik betreiben und auch schauen, dass an diesen Standorten wir eventuell neue Maßnahmen treffen können, damit überhaupt die Standorte überleben. Das heißt, wir müssen verstehen, wieso sind denn kleine Gemeinden in den neuen Bundesländern eventuell uninteressant? Wieso haben wir dort eine ältere Gemeinde? Und wir müssen halt in diesem Bereich auch verstehen, dass sozusagen in diesen Städten wir andere Investitionsmaßnahmen treffen müssen. Das heißt zum Beispiel, wir müssen in den Bereich gehen Infrastruktur, wir müssen in den Bereich gehen, wir müssen dort neue Marktsegmente finden, die eventuell bestimmte Locations wiederbeleben. Weil wir dort nur einfach einen Wohnraum haben, der bezahlbar ist, heißt ja nicht, dass er in 10 Jahren noch vermietbar ist. Da frage ich direkt an dich, Carsten. Die Frage gebe ich direkt an dich weiter. Wie können wir das messen und was sind eigentlich die Infrastruktur-Kernthemen, die für euch, wenn ihr Lagen prüft, wenn ihr Assets prüft, wo ihr sagt, ja, das ist wichtig? Also in allererster Linie ist es natürlich so etwas, dass wir sagen, okay, wo haben wir denn einfach überhaupt die Agglomeration, halt im Wesentlichen denn die großen Städte und ihr Umland, wo überhaupt eine nachhaltige Miete und Mietentwicklung zu erwarten ist. Und man möge das bitte entschuldigen, aber wir werden als Hanse Merkur, als Asset Manager sicherlich nicht in die weite Peripherie gehen, um dort eventuell gewagte Investitionen zu tätigen. Und ich gehe einfach mal davon aus, Thomas, bei euch dürfte das auch nicht der Fall sein. Nee, ich zick so ein bisschen rum. Ist die Frage, wo ist die letzte S-Bahn-Endstation, um nicht komplett im ländlichen Raum zu sein. Das schließen wir aus. Aber das ist auch nicht mehr Speckgürtel, das ist Speckgürtel Plus, also eins weiter, wo noch eben keine S-Bahn ist. Dort gehen wir schon massiv hin. Aus dem einfachen Grund, und ich war mal jetzt C zu sagen oder D, ja, das ist immer so stigmatisierend, finde ich, aber ich glaube, geografisch weiß jeder, was ich meine. Dort gehen wir natürlich auch hin, weil die nächsten nochmal 10, 15, 20 Jahre werden wir eine relativ starke Suburbanisierung erleben. Freiwillig, unfreiwillig kann man diskutieren, aber das sind für uns attraktivere Lagen mit Blick auf die nachhaltige, langfristige ESG-konforme Rendite. Also ein Ding in den Quartier zu setzen in der Innenstadt, das mag schematisch klingen natürlich, machen wir auch nebenbei, aber ich glaube, von dem Ansatz mittel- bis langfristig sind wir dort in diesem Speckgürtel-Plus-Bereich eher aufgehoben. Ich rede vom Langfrist-Thema und nicht von der kurzfristigen, ich baue es und verkaufe es am nächsten. Das ist ein anderes Geschäftsmodell, offen gesprochen. Gabriel, Aber, kannst darf ich noch bitte. mal? Aber wir sind uns doch in der Hinsicht einig, es geht im Wesentlichen darum, diese Standorte im Speckgürtel müssen mit dem ÖPNV irgendwo erreichbar sein. Und was man überhaupt nicht vergessen darf, ist Anschluss ans schnelle Internet. Sprich, wenn ich da im Homeoffice sitze, meine Frau eventuell mit, ich habe dann noch 2 Töchter, die zusammen studieren, und dann fängt es an, irgendwo kritisch zu werden, dann hackt das Ganze oder bricht zusammen. Und dann wird es eigentlich auch schon schwierig und die jüngere Generation sieht genau diese Infrastrukturanforderung immer als intensiver, immer als notwendiger an. Das möge man bitte eigentlich dabei auch immer bedenken halt. Na, ÖPNV ist ein Thema. Wir müssen aber sicher auch berücksichtigen, dass wir haben die Thematik von Homeoffice heutzutage. Wenn man sich die aktuellsten Forschungsstudien anschaut, ist eine der Hauptindikatoren für Homeoffice die zu lange Pendelzeit. Wir haben uns in eine soziale Struktur entwickelt, wo wir immer länger und länger zu unserer Arbeitsstelle pendeln müssen. Das hat dazu geführt, dass irgendwann mal auf gut Deutsch wir keine Lust mehr hatten. Wir wollten von zu Hause arbeiten. Und was bringen uns natürlich Gemeinden, die
sozusagen gut erschlossen sind, aber am Ende des Tages wir eine Stunde brauchen bis zur Arbeitsstelle zum Beispiel in Berlin, wenn wir jetzt aus dem Speckgürtel von Brandenburg nach Berlin fahren würden. Das kann dazu führen, dass wir natürlich auch umdenken müssen, wo eventuell auch neue Büros entwickelt werden müssen. Wie können wir denn sozusagen Städte neu denken in dem Bereich, um halt zu verstehen, dass sozusagen wir in bestimmten Regionen keine Ausstellen mehr bekommen. Weil wir wollen doch nicht, dass wir alle im Homeoffice sitzen. Das ist ja klar. Wir wollen ja auch irgendeinen Mix haben daraus. Es kann ja nicht sein, dass Büros immer leer sein sollen. Ich lobe mal diese Republik, und zwar politisch wertfrei. Fußnote Disclaimer. Wir haben ein fantastisches ÖPNV-Netz, wir haben fantastische Autobahnen, ja, es ruckelt, bla bla, Sanierungsstau. Wir sind nicht vergleichbar mit Frankreich in London, wo die in der Tat 1,50 einfach pendeln, ja. Das heißt, die Wahlmöglichkeiten, die wir haben, die sind ganz anderer positiver Natur, als wir es aus dem europäischen Umfeld um uns herum kennen, mal ganz brutal formuliert. Nochmal, das ist ruckelt, überhaupt keine Frage, und die Kollegen aus Nürnberg stehen immer noch bei Augsburg, aber lassen wir es mal so stehen. Das muss man berücksichtigen. Das heißt, wenn ich von der letzten S-Bahn rede, dann braucht man maximal 30 Minuten mit dem Auto, um zur nächsten S-Bahn zu kommen. Und da bin ich schon in Augsburg oder sonst irgendwo. Also das immer vergegenwärtigen. Deswegen die Stranded Assets, Stranded Locations, die sehe ich natürlich vielleicht klischeebehaftet hinter Görlitz und in tiefsten Sachsen-Anhalt, ohne jetzt Bashing zu betreiben. Entzugsräume, wie man das nennt. Aber in der Summe, glaube ich, diese Vernetzung der Ballungsräume Köln-Düsseldorf, Rheinschiene, Rhein-Main-Gebiet bis runter nach Freiburg, haben wir schön gesehen, da bin ich aber ein bisschen eher entspannt. Nochmal, ich komme jetzt nicht aus der klassischen Projektentwickler-Developer-Rendite, ganz klar, aber ich rede von dem Thema, und da bin ich völlig bei dir, zwischen diesen 1-2 Tagen wo auch immer und 1-2 Tagen wo auch immer. Da wird wahrscheinlich der Wohnort sein, und das wird sich die nächsten Jahre, glaube ich, metamorphosenartig herausbilden, auf jeden Fall. Wie gehen wir denn zum Beispiel mit großen Metropolen? Wenn wir so eine große Metropole haben wie Berlin, jetzt sind wir irgendwie in Brandenburg, jetzt brauchen wir eine Stunde Pendelzeit, weil wir können in Berlin uns die Wohnung nicht leisten. Eine Neubauvermietung in Berlin kostet aktuell im Durchschnitt 24 € und aufsteigend. Das jetzt wird es vielleicht doch politisch, dann müsst ihr halt andere wählen, hätte ich jetzt was gesagt, darf ich aber nicht machen. Komm. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Kleinigkeit dazu, Gabriel. Stichwort Pendelentfernung nimmt natürlich stark davon ab oder hängt davon ab, wie häufig ich irgendwo ins Office muss und wie lange ich Homeoffice machen kann. Wenn ich 4 Tage die Woche im Homeoffice sitze und nur einen Tag die Woche ins Büro pendeln muss, dann kann ich mir die größere Entfernung eventuell leisten. Kannst du dir eine Gesellschaft und eine Kultur vorstellen, die in 10 Jahren zum Beispiel, wo, sagen wir mal, mehr als die Hälfte der Belegschaft deutschlandweit 4 Tage im Homeoffice sitzt? Kann so ein Land produktiv arbeiten und kann so ein Land sozusagen auch wachsen im Gegensatz zu anderen konkurrierenden Ländern? Die Frage ist die Gretchenfrage schlechthin. Ja. Und ich glaube, die können wir alle irgendwo in der Form nicht beantworten. Wenn ich einfach mal so an die jüngere Generation, sprich meine Töchter, denke, dann würden die sagen, ja, eindeutig. Wenn ich an meine Vorstände denke, die würden mir etwas völlig anderes erzählen. Also es wird irgendwo etwas dazwischen sein. Also haben wir auch da wieder eine demografische Entwicklung und einen Übergang von Generationen. Und vielleicht ist das auch noch anschließend an dich, was du, Thomas, gesagt hast, ganz interessant. Wir greifen immer so gern die nächste Generation an und sagen, die Gen Z ist auch gut, aber Gen Z, die weiß nicht, was Arbeiten ist, die weiß nicht, was das und das ist und so weiter. Jetzt glaube ich, dass wir in einer Generation sind, wo wir auch genauso von den Älteren vor 20, 30 Jahren auch kritisiert wurden für unsere Wahnvorstellungen. Ja? Deswegen, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Mal eine Zahl, und das geht immer so ein bisschen in Diskussionen. Die Generation, der wir im Moment so ein bisschen locker daherreden, so ein bisschen der Professor und früher war das alles anders und streng ich mal an, Credits. So, diese Generation von 100 Menschen erben 2045 40% ein freistehendes Einfamilienhaus. Nicht alle Schwaben, Kiel, Garmisch, genau die ganze Geschichte. So, ist es Fluch oder Segen? Finanzministerium ist ja auch nicht doof, die wissen genau, da kommt was. Im Einzelfall kommt da vielleicht was, ja, aber die Frage ist vom Effekt, wo stehen denn die Dinge? Die Dinge stehen dann 40, 50 Jahre alt, stehen am Speckgürtel 70er Jahre alt. Und was passiert damit jetzt? Sind die dann im Ballungsraum, bleiben da drin oder ziehen die nach New York oder sonst irgendwo, wo die Flausen sind? Alles wertfrei formuliert, ja. Das heißt, wir reden immer so von monokausalen Geschichten. Ich glaube, das Leben und die Entscheidung ist viel vielschichtiger. Im besten Fall erben die eine Ferienimmobilie im alten Land, bei dir oder in Brandenburg, keine Frage, und bleiben trotzdem in der Innenstadt zur Miete. Ja, komm, alles gut, Ostsee, genau. Schwarzwald kam übrigens gut weg nebenbei. Ja, aber da sind wir gleich wieder bei diesem berühmten Gedicht von Kurt Tucholsky. Ne? Vorne der Kudamm, hinten die Ostsee, das wollen wir alle. Das ist so das Stichwort, zu dem ich jetzt kommen möchte, Bullabü. Ziehen denn die Menschen alle raus? Viele haben diese Vorstellung,
dass man alles auf einmal haben kann. Ja, man möchte tatsächlich den Garten haben, die bezahlbare Wohnung, nicht pendeln müssen, also nicht mal eine halbe Stunde. Wir sind also sehr verwöhnt. Nicht mal eine halbe Stunde sind wir bereit zu fahren. Da würde jeder Londoner sagen, wow, ich wohne mitten in der Stadt. Ja, in New York genauso. Aber ist das überhaupt möglich? Einerseits, Thomas. Zweitens, wie kann man das messen, Gabriel? Gabriel, fang du mal an. Wie kann man messen, ob die nächste Generation, ob tatsächlich viele Menschen rausziehen aufs Land oder doch eher in den Metropolen bleiben wollen? Welche Faktoren habt ihr da? Naja, erstens sehen wir, wenn man jetzt nochmal darüber spricht, Städteflucht. Das sehen wir aktuell nicht. Klar, es gibt seit Corona irgendwie die Thematik, auch in den Medien immer ständig, die Menschen ziehen aus den großen Metropolen ins Land. Das passiert tatsächlich, aber auch gleichzeitig sinken auch die Leerstandsraten in den Metropolen. Das heißt, trotzdem haben wir einen enormen Zuzug in die Großstädte. Es diversifiziert sich einfach und zeigt einfach, dass sozusagen mehr Menschen in die Ballungsräume ziehen, weil sozusagen auch dort die Wirtschaftskraft da ist und auch dort auch das Potenzial ist, auch langfristig zu bleiben und auch man auch die notwendigen Arbeitsstellen bekommt. Also, kurze Nachfrage hierzu. Das Wegziehen aus den Städten, und das gilt an euch alle drei, die Frage, das Wegziehen aus den Städten, ist das Wunsch wegziehen oder ist das eine Frage von Angebot und Nachfrage, dass es nicht genug Menschen gibt, die einfach sich eine Wohnung in der Stadt leisten können und gezwungen sind, rauszuziehen? Thomas. Machen wir es mal mit der Überschrift konform. Das heißt, die Entscheidung letztlich sehr demografisch formuliert passiert immer, wenn Kind 1 oder Kind 2 kommt. Das andere schenke ich mir alles mathematisch richtig mit Demografiefaktoren, wunderbar. Die Entscheidung in dem Moment, wo dieses Familienmodell irgendwie messbar wird, ja, es wird gezeugt und irgendwas passiert, dann ist die Frage, zieht da Friedrichshain, zieht hinter Dalgo-Döberitz raus, Punkt, ja. Das ist für mich das messbare Thema und da bin ich offen gesprochen, ich bin ja raus, wir zwei sind da raus, haben schon vorgelegt, aber die Frage ist, denke ich, vielleicht auch wieder zu einfach, nach dem Motto, wenn die glückliche Kindergärten und Kühe da draußen haben wollen und wollen die Innenstadt verlassen, da bin ich mir nicht mehr sicher, offen gesprochen, denn ich glaube, die Generation, die dann im Zeugungsvorsprung da demnächst mal ist, ja, die denken vielleicht am Anfang noch sehr nüchtern und sagen, nee, wir versuchen es auf Stadtfläche zu halten, aber dann ist es eine Bezahlbarkeitsfrage, keine Frage. Oder ich schränke mich in der Fläche ein. Und da bin ich auch nicht mehr unsicher, denn diese goldenen Zeiten unserer Eltern und auch unsere, wie viel 100 Quadratmeter haben wir pro Kopf, das ist ja unfassbar eigentlich, plus Garten, ja. Das geht auch dem Ende zu irgendwo. Das heißt, es kommt ein Preisschild dran und da wird geguckt. Pendelzeit wird eingerechnet, Zeugungsaktivität wird eingerechnet, pro Kopf, ESG, alles wird eingerechnet. Ich glaube schon, dass es eine starke Urbanisierungstendenz immer noch gibt, aber mit einem anderen Preisschild. Und da halte ich mich zurück, weil wenn die das wollen, dann zahlen sie es, dann ist es halt so. Und ich bin völlig bei dir. Diese Umzugswelle raus hinter der letzten S-Bahn-Station, das ist seit der Pandemie immer so eine Mehr, die rumgetrieben wird, aber messbar ist es kaum. Also von 100 Anfragen auf dem Immo-Scout hast du 2 Jahre später 2 Abschlüsse, wenn man es messbar machen kann. Also nur als kleiner Indikator. Ja. Ich möchte niemand so nahe treten, der rauszieht, aber das sind dann schon sehr individuelle Gründe, offen gesprochen. Ja. Also im Endeffekt ist es immer die Frage, was muss ich an Hypothekenzinsen im Endeffekt zahlen? Und ich meine, oder anbieten. ja, schon, aber Mieten ist ja nun auch nicht gerade im Moment etwas preiswert geworden. Wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich kann mir das Haus nicht mehr leisten und bin bereit für mein Budget zu mieten, dann ziehe ich dafür aber auch nicht beliebig raus, sondern dann versuche ich wirklich auch möglichst nahe an der Stadt wohnen zu bleiben. Sofern kein großer Wechsel in der Familienstruktur passiert, also sofern jetzt nicht das zweite Kind kommt oder das erste Kind, sofern man nicht eventuell eine größere Gehaltserhöhung bekommen hat, weil man jetzt aus dem Studium raus ist und. Das sind ja viele Faktoren, die ja quasi... Gabriel, ganz ehrlich, wenn du eine große Gehaltserhöhung kriegst, ziehst du dann raus oder suchst du dir die schicke Wohnung in der Stadt? Schwierig zu sagen, da ich seit über 12 Jahren selbstständig bin, habe ich noch nie ein Gehalt bekommen. Das ist für mich... Aber andere Frage, ziehst du jetzt gerade raus? Oder bist du rausgezogen? Ich lebe dort, wo ich geboren bin, tatsächlich im gleichen Bezirk. Aber Gabriel ist auch ein Sonderfall. Lass uns zu einer Sache... Hast du ein Lastenfahrrad? Nein. Gott sei Noch Dank. nicht. Aber es würde zum Bezirk passen. Lasst uns auf einen Punkt kommen, weil wir haben diesen Begriff noch nicht genannt, aber der liegt irgendwie bei mir auf der Zunge. Wohnkarrieren. Ja, Wohnungskarrieren. Ja. Also wir sprechen die ganze Zeit darüber, Thomas, du hast es gesagt, sobald Kinder in Planung sind oder 2 Kinder da sind, dann braucht man einen kleinen Garten, aber den braucht man ja nicht durchgehend bis 16, den braucht man für die ersten 10 Jahre. Warum entwickelt sich unsere Gesellschaft nicht, genötigt vielleicht von den wirtschaftlichen Faktoren,
dass man sich nicht alles gleich leisten kann, dazu, dass man sagt, ja, für 10 Jahre mietet man sich ein Häuschen im Grünen und dann sind die Kinder groß genug, dann will man wieder in die Stadt zurück und dann zieht man um. Brauchen wir nicht solche Wohnkarrieren, wie es andere Länder auch schon vorgelebt haben? Ja, aber dann soll man auch mit den Nebenkosten mal ein bisschen runter. Ich möchte jetzt nicht Christian L. bashen, aber eigentlich schon in seiner gewählten Funktion natürlich, ja. Also jetzt ernsthaft, das heißt, diese Mobilisierung, die Property Ladder, wie man es kennt aus dem Ausland, man fängt so mit einem One-Flat an und ist dann irgendwann in Cotswolds da in London, ja. 4-5 Mal passiert es im normalen UK-Leben oder Amerika sogar mehr. Das ist nicht 7 bis 8 Mal in den korrekt, USA, richtig, ne? genau, korrekt, richtig, genau. Also hier, die ziehen ja immer um dann, ja. Und machen auch Arbitragegeschäfte. Sie kaufen es halt billig, warten die nächste Hoss ab und dann verkaufen sie es wieder. Alles richtig. Finden auch dort Jobs. So, auf den Punkt zu kommen. Das heißt, das ist unserer DNA nicht drin. Und mal ganz offen, wir haben Spekulationsfristen, wir haben Haltedauern, die 10 Jahre Haltedauer, mal ganz brutal. Was ist denn das, ja? Und natürlich die brutalen Nebenkosten, diese 15% im Schnitt. Da muss man dem Max Mustermann hieß es ja, glaube ich, früher, dem Leon Mustermann oder der Charlotte Musterfrau mal erklären, dass du eben doch gehemmt bist in dem, was du eigentlich intellektuell vordenken machst. Ich bin ja völlig bei dir. Das heißt, die Lösung lautet natürlich dann, ich miete. Nur gibt es einen Mietwohnungsmarkt für freistehende Einfamilienhäuser, prozentual bedrohen sie immer unter 5%. Spielt halt keine Rolle. Und deswegen, ich glaube nicht daran, sage ich ganz offen, solange diese Regularien so sind, das ist jetzt nicht plumpes Bashing, sondern einfach, wenn die runtergehen, wird sich im Bereich ein bisschen was liberalisieren, aber das werden jetzt nicht alle mieten und da, was weiß ich, alle 5 Jahre umziehen, glaube ich auch nicht. Ja. Carsten, wie siehst du das, diese Entwicklung in Deutschland? Haben wir da überhaupt Chancen oder nein, wir sind gefangen in unserem System? Also unter den momentanen rechtlichen Maßnahmen sind wir einfach gefangen, wie Thomas das jetzt gerade dargestellt hat. Die Diskussion darüber, ob wir nicht mal irgendwann in eine Mietwohnung gehen oder in eine ebenerdige Wohnung gehen, hängt einfach ganz stark einfach damit zusammen, dass man so 10 bis 15% Nebenkosten zu zahlen hat. Und wenn ich das meiner Frau vorschlagen würde, okay, wir wohnen jetzt nur in Blankenese in Hamburg, also schon relativ zentral, dann würde die doch eigentlich eher sagen, dafür fahren wir lieber 2-3 Mal in Urlaub. Das ist etwas, was Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, gesagt hat. Wir haben eine Eintrittskarte in Wohneigentum in Deutschland und die Eintrittskarte zahlen wir ans Finanzamt. Ja? Das ist natürlich ein großes Problem. Kommen wir zum Schluss. Wir haben noch ein paar Minuten noch einmal dazu zurück, was wir denn verbessern können, damit wir keine Stranded Assets haben, trotz der demografischen Entwicklung. Und Stranded Locations. Und Stranded Locations. Was sind für euch die 3, 4 essentiellen Punkte, die man gemeinsam die Immobilienwirtschaft, aber auch die Regulatorik, die Städte, die Kommunen, die Regionen anstoßen können, mit nicht zu viel Investitionen, um trotzdem es zu schaffen, dass nicht einfach sehr, sehr viel Leerstand draußen ist und sehr, sehr viel Nachfrage drin. Thomas, ich gebe an dich. Also klingt jetzt ein bisschen sehr superliberal. Ich würde mir einen Wettbewerb der Kommunen wünschen, im weiteren Speckgürtel, um wen auch immer anzulocken. Also sprich, erstmal sehr plump, ich brauche Menschen. Ob das die Senior Living, Silver irgendwas sind oder ob es jetzt die jungen, glücklichen Familien sind, ist eine andere Frage. Aber ich würde mir mehr Wettbewerb wünschen zwischen den Kommunen. Und zwar durchaus nicht nur über die Hebesätze, sondern ganz simpel, wenn du bei uns baust, egal was, kriegst du 15 Jahre mal, musst du erstmal nichts zahlen. Das ist Also italienisches Modell. Zum Beispiel, ja, also das heißt Wettbewerb, nennen wir es mal neutral. Ich würde mir einen Wettbewerb wünschen zwischen den Kommunen, gerne im gleichen Landkreis oder im Regierungsbezirk. Und dann kann man auch das Battle machen zwischen den Bundesländern. Aber ich bin nicht naiv zu glauben, dass ein Lehrer aus dem Saarland jetzt nach Bayern zieht, weil er dort billig bauen kann, weil er es halt nicht darf. Oder er muss jemand finden, der tauscht. Und da möchte ich den Bayer sehen, der ins Saarland zieht, jetzt mal flapsig gesprochen, ja. Also das heißt, da sind wir der Gefangene. Ich würde mir einfach mehr Wettbewerb wünschen und dann, glaube ich, passiert auch schon was am Umzugsbahnhof bei uns in Deutschland. Also mehr Wettbewerb in den Kommunen. Gabriel, du Nummer 2 und dann Carsten. Also bevor wir den Wettbewerb erzeugen, brauchen wir natürlich auch die Arbeitsleistung. Das heißt, wir brauchen das Humankapital. Und die Zahlen, die wir aktuell aufzeigen, wir haben eine negative Geburtenrate, unser natürlicher Wachstum ist negativ. Das heißt, wir brauchen eine Zuwanderungspolitik, die auch reguliert funktioniert. Aktuell, was man natürlich in vielen Kommunen sieht, ist, dass wir ja viele Förderkonzepte haben für gefördertes Wohnen. Gefördertes Wohnen ist aber tatsächlich nicht das, was wir brauchen, um den Geburtenkollaps zu stoppen, weil wir brauchen arbeitsfähige Menschen. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sozusagen auch ins Land ziehen und Wohnraum bekommen, die nicht nach dem WWS-Schein wohnen, sondern die brauchen preisgedämmtes Wohnen. Wieso preisgedämmtes Wohnen? Weil Wohnen aktuell mega teuer geworden ist und wir konkurrieren innerhalb Europa mit anderen Ländern, die genauso interessant aktuell sind in der Zuwanderung wie Deutschland. Das heißt, wieso sollen Menschen nach Deutschland ziehen, wenn sie 24 oder 25 Euro Miete für den Neubau zahlen, wenn sie das gleiche auch in Paris machen können, wo sie eventuell bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Das heißt, wir müssen einerseits von der Regulatorik preisgedämmtes Wohnen fördern. Wir brauchen preisgedämmtes Wohnen, damit wir sozusagen auch frei finanziertes Wohnen günstiger abbilden können. Das ist ganz, ganz wichtig.
und wir brauchen eine Typengenehmigung. Das heißt, wie kriegen wir denn diesen Notstand von dem Wohnungsmangel überhaupt hin, damit wir attraktiv sind in der Einwanderungspolitik, indem wir mit Typengenehmigung schneller bauen und genehmigen können. Das heißt, das, was wir schon mal genehmigt bekommen haben, müssen wir in einem kurzen Prozess wieder irgendwo aufbauen können. Das hatten wir irgendwo in den 90er Jahren in einer Art und Weise hinbekommen, die nicht mit einer Typengenehmigung gleich wie in dem heutigen Regulatorik wir fordern, aber wir waren nah dran. Und das muss sozusagen wieder aufgeholt werden. Das, was wir eigentlich in den letzten 2 Jahrzehnten vergessen haben, müssen wir wieder aufholen. Es gibt Beispiele wie aus Japan, wo eine Typengenehmigung exzellent funktioniert. Und das ist das, was wir brauchen, um Genehmigungsprozesse zu kürzen, preisgedämpftes Wohnen, damit wir auch die Baukosten reduzieren und wir auch wieder für die Zuwanderung attraktiv sein können, um arbeitsfähiges Humankapital zu bekommen. Sehr gut. Danke dir, Gabriel. Und Carsten, was brauchen wir? Also ich glaube, das ist natürlich alles richtig, was Gabriel und Thomas gesagt haben. Also insbesondere den Wettbewerb zwischen den Kommunen finde ich natürlich klasse. Aber ich glaube insgesamt, wenn ich jetzt einfach mal so an den Bekanntenkreis von mir denke, dann geht es nach wie vor um das Thema Bezahlbarkeit. Und wenn ich mir angucke, wir haben es eben mit der Grunderwerbsteuer einfach gesagt, als ich angefangen habe zu arbeiten, haben wir 2,75% Grunderwerbsteuer bundesweit gezahlt. Das ist also schon mal etwas länger her. Und wenn ich mir jetzt überlege, was eigentlich beim Thema Nachhaltigkeit uns in immer kürzeren Abständen vor die Füße geworfen wird. Ich sehe da hinten gerade unseren ESG-Officer Lutz Kanziak, der kann ein Lied davon singen, was gerade so machbar ist. Lutz, zeig dich mal kurz. Nein, aber ich glaube, insgesamt wird es uns heutzutage sehr schwer gemacht, irgendwo Eigentum zu bilden. Und wenn es schwer ist, Eigentum zu bilden, dann gehen natürlich da auch irgendwann die Mieten hoch. Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Zeit möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Wir brauchen 3 Sachen, um dem demografischen Wandel auf dem Lande entgegenzuwirken. Erstens brauchen wir einen Wettbewerb der Kommunen, sagt Thomas Bayerle von der Cartella. Zweitens brauchen wir mehr gefördertes Wohnen für preisgedämpftes Wohnen für mehr Arbeitnehmer und das mit Typengenehmigungen, mit verschiedenen Modellen, damit man mehr Wohnraum schaffen kann, bezahlbaren Wohnraum. Und drittens haben wir ein großes Problem, nämlich die Eintrittskarte in Wohneigentum insgesamt. Das sind die Zinsen auf der einen Seite, das ist die Inflation auf der zweiten, das sind die Nebenkosten, die Kaufnebenkosten auf der dritten Seite. Diese 3 Aspekte müssen wir angehen für mehr Wohneigentum und letztlich um auch das Thema demografischer Wandel, um dem entgegenzuwirken in den nächsten 15, 20 Jahren. Es ist 12 Uhr, wir bedanken uns für die Diskussion, wir fangen pünktlich an und wir enden pünktlich. Vielen Dank. Prayer.